Vater im Himmel, wir danken dir für den Herrn Jesus Christus. Und oh Herr, das ist unser Lied. Das ist unser Ruhm. Oh Vater, genau singen, Jesus ist alles, alles mir. Und ich danke dir, oh Vater im Himmel, dass ist immer noch würdig. Und oh Vater, wie Paulus ihn predigte. Und oh Herr, ihn geehrt hat, egal was geschah. Oh Vater, ist immer noch würdig heute. So Vater, das wollen wir tun. Und so gib Gnade, dein Wort zu predigen. Und oh Vater, dein Wort zu hören. Und oh Vater im Himmel, das auch in der Tat umzusetzen für deine Ehre. Wir brauchen dich. So rede in Christi Namen. Amen. Amen. Dann kann man gut sitzen. Nun, diesen Versen heute Abend gehören wirklich so unglaublich, aber wahr. Paulus verteidigt sein Apostelamt. Wirklich? Muss er sowas tun? Der große Apostel Paulus? Der Mann, der die meisten Bücher des Neuen Testaments schrieb? Der Mann, der das Evangelium durch das ganze römische Reich trug? Leider ja. Menschen verändern sich nicht. Viele heute mögen Paulus nicht. Damals genauso. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, in Hamburg, die Theologen sagen, Paulus war frauenfeindlich. Theologen sagten das. Ja? Und wir haben so Spaß gemacht. Der eine sagte, aus der Erzgebirge, aus der Oberheide. Der Lutz, oder? Ja. Wenn er das sagt, ja, okay. Aber ein Theologe soll ein Freund des Evangeliums sein. Aber die Leute waren genauso damals wie heute. Wir schauen das. Wir wollen seine Verteidigung anschauen. Nun, weißt du, warum er sich verteidigen musste? Das gleiche Problem wie heute. Das ganz gleiche Problem wie heute. Schauen wir Kapitel 3, Vers Nummer 1. Und ich, Brüder, konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern wie mit Fleischlichen, wie mit unmündigen Christus. Was sie fleischlich waren. Die waren nicht geistlich. Ja? Aber wenn es man nicht gefällt, dann man kritisiert der Botschafter. Fängt an, sehr geistlich zu sein und hinter den Rücken zu reden. Ja? Ich mag das Lied, was Joanna Green gesungen hat. Ja? Wir kritisierten nicht, das ist, was alte Sünder machen. Immer noch. Ja, aber er kritisierte, er sagte, wir sind fleischlich. Ich glaube, Gott sagte das Gleiche. Oder? Steht es nicht schwarz auf weiß? Ja? Weißt du, Fleischliche mögen das nicht. Wenn ein geistlicher Mensch hört, dass er fleischlich ist, er prüft sich, ob das stimmt. Fleischlichen werden böse.
Wer gegen den Rat in Kapitel 7 und 8 war, wisst ihr nicht? Mag man nicht, mag das nicht. Und wenn man hört, Erkenntnis bläht auf, mag man das auch nicht. Was? Ich weiß das schon. Und dann? Erkenntnis bläht auf. Kannst du mal das zu mir sagen? Ist es besondererweise, ich will mich unbedingt scheiden lassen. Und Paulus sagte, das geht nicht. Ich kann mal dort essen und machen, was ich will. Paulus sagt, es ging immer wirklich gut. Bis einen Tag hat immer Samuel gesagt, ja, sie wissen nicht wirklich, was richtig ist. Und Samuel sagte, aber die Frau weiß. Das Schlimmste ist, dass es für die Leute egal, ob sie ein Anstoß sind oder nicht. Und wenn du das sagst, werden die böse. Das ist, was wir hatten in Kapitel 8. Ja? Und weißt du, das nächste ist, gehen wir in Kapitel 1, Vers 12. Ich sage aber dies, dass ein jeder unter euch spricht, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Also, die hatten ihre Lieblingsprediger. Oh, ich bin von dem. Und von dir will ich mal nichts. Ja, heute haben wir im Internetprediger. Ja, vorher war im Radio. Wir mussten das hineinbringen und dann nächste Woche muss man was anderes hineinbringen. Weißt du, Gott gibt Gaben, aber pass wirklich auf, wo du rachholst. Wenn jemand dir nach dem Munde redet, ist das genau, was du willst. Aber nicht, was man braucht. Paulus redete immer das Wort Gottes. Nun, er musste sich verteidigen wegen dieser Sache, aber es geht noch ein bisschen weiter. Wonach misst man? Messt man? Was ist der Maßstab? Ja? Gehen wir in 2. Korinther Kapitel 10, Vers 12. Ich fand das, weil ich dieses Mal richtig so sagen, ich will das nicht mehr sagen mit mehr Aufmerksamkeit, aber vielleicht doch in 2. Korinther gelesen habe, ich bin Kapitel 11. Und ich sehe sehr oft, wie viel Paulus in 2. Korinther persönlich spricht. Mehr ein Zeugnis. Ja? Und ich las gestern, es war richtig herrlich. Da gab es so eine Konferenz und Latimer hat gesprochen, der war später verbrannt worden. Und ich denke, ich habe mal dort drinnen auch gewusst, warum die Engländer so besonders sind. Ja? Der Heinrich hat sich losgemacht von der katholischen Kirche und von Europa. Weil alles von Europa war katholisch. Aber er war wirklich katholisch. Und er hat beide Seiten verbrannt. Ja, die Schotten waren mehr mit Europa. Das ist ganz interessant, so ist das heute. Die wollen drinnen bleiben und die Engländer
raus. Es ist wirklich interessant, ob das immer die Ursachen sind. Aber der Latimer war der englische Reformator, der predigte, und viele waren auch böse da. Die haben dies und jenes gesagt. George Wishart stand auf und er ist gerade hat Schottland verlassen. Er stand mal auf und zitterte und fing an zu erzählen, wie er suchte Trost bei der Beerdigung in der katholischen Messe, war nichts da. Seine Verlobte ist gestorben, er war am Ende seiner Welt. Er ging in sein Schulzimmer und ging zu dem Kontraband. Ja, die seligen Fischer haben Fische gefangen, nach Holland gebracht, verkauft und brachte mal die selige Wahrheit nach Schottland, das griechische Neue Testament. Und er hat eigentlich als griechische Lektion seine Schüler das beigebracht. Und es war Worte auf Papier, klassisches Griechisch, beste Griechisch, was gibt's. Und er ging dort und las seine Lektüre. Johannes 14, Vers 1. Euer Herzen erschrecken nicht. Glaube an Gott, glaube an mich. Und der Herr hat ihm Frieden gegeben und er rettet. Und er hat sein Zeugnis gegeben, wie das geschah. Er sagt, das geschah zu mir. Meine Schüler fragten mir, was ist geschehen. Ich habe ihnen das beigebracht. Das geschah zu denen. Die Eltern sind gekommen. Warum sind unsere Kinder so anders? Und die haben gehört. Die haben sich bekehrt. Und der Bischof hat mich bestellt und ich bin geflohen. Wir haben gesagt, dass niemand konnte ein Wort dagegen sagen. Das war ein persönliches Zeugnis. Hier ist, was Gott in mein Leben getan hat. Und du kannst gegen Lehrer so streiten, aber nicht gegen das, was Gott getan hat. Ich war blind, jetzt sehe ich. Und Paulus in 2. Korinther erzählt alles, was ihm geschehen ist. So Vers Nummer 12, denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Sie aber, was sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, verstehen nichts. Wonach misst man? Naja, meisten Menschen mit jemandem, der unter dir ist. Oder man denkt das. Ich bin besser als. Ja? Man nimmt nicht so seine Fußballqualitäten und misst die gegen Cristiano Ronaldo. Mich sagt nicht immer, okay, ja, ich messe mich mit Manuel Neuer. Da gibt es überall Vollpfosten, mit denen man sich messen kann. Nein, das ist eigentlich, was sie gemacht haben. Die messen sich untereinander, vergleichen sich untereinander. Der Herr Jesus Christus ist am Maßstab. Ja. Erstens, wenn du nicht so gut wie ihm bist, kommst du nicht in den Himmel. Geht nicht. Bist du so gut wie ihm? Nicht ich. Ich habe ihn jetzt. Durch den Glauben, das ist, was man braucht, um in den Himmel zu kommen. Seid heilig, wie ich heilig bin. Ich bin nicht der Maßstab. Der Herr Jesus ist der Maßstab. Ja? Und ich möchte jeden Tag heiliger sein. Aber er ist der Maßstab. Und so muss er sich verteidigen. Aber die verstehen nichts. Die sind fleischlich. Die messen sich untereinander. Schau mal denn hier, ich habe mal einen falschen Vers da. Ist das 10 vielleicht? Ja. Denn die Briefe sprechen, sie sind gewichtig und stark. Ja, wir haben das die letzten Tage gelesen. Ja? Wir haben Scheidung. Scheidung läuft in die Gemeinden
wie ein Pest. Das ist eine Plage. Ja? Und jemand, der sich scheiden lässt, ist ein Christ, ist 1. Korinther 7 egal. Weil es ist sehr klar, hey, das Leben zwischen Mann und Frau dort ist sehr klar. Und die Kritiker sind die das nicht auslegen. Weil es sind keine graue Zone. Nee. Sehr klar. Sehr deutlich. Gewichtig. Stark. Aber die Gegenwart des Leibes ist schwach. Und die Rede verächtlich. Er musste noch wirklich nicht so gut gesprochen haben. Und wenigstens haben die das gesagt wegen ihm. Und angeblich, der war klein und guckte ein bisschen komisch mit seinen Augen. Ja? Sein Aussehen war nicht das Allerbeste. Und er musste sich verteidigen, weil die Leute sind fleischlich. Denn weißt du, was er hat, wo er wirklich ein Problem hat? Das ist heute. Seine Begleitung. Man mag die Dinge nicht. Man mag die auch nicht heute. Guck mal, weißt du, wie hießen seine Begleiter? Ich glaube, du kennst sie nicht aus dem FF. Geh mir Apostelgeschichte 20, Vers 23. Nur dass der Heilige Geist in allen Städten bezeugt und spricht, dass Bande und Trübsal auf mich warten. Er war seine Begleitung. Bande und Trübsal. Ja, ist das nicht schön, Bande? Ja, Paulus kommt und er wird ins Knast gesteckt. Musst du wirklich so radikal sein? Kannst du nicht friedlich sein? Möchtest du nicht wirklich mit anderen Leuten so klarkommen? Warum denn das immer? Und gibt es immer Trübsal, gibt es immer Probleme. Warum denn das? Was ist los mit dir? Ja? Wer hat gesagt, dass Banden und Trübsal? Der Heilige Geist. Und der Heilige Geist spielt gar keine Rolle bei den meisten Menschen. Der Gottesdienst, wie lange es geht, du bist der Chef. Fleischlichen sind die Chef. Es muss doch nur ein bisschen so und so, das ist doch hier zu lang oder das ist doch hier zu kurz. Was Gott macht ist, was der Heilige Geist sagt, ist egal. Paulus erntete, was er säte. Er säte Bande und Trübsal, bevor er sich bekehrt hat. Und was bekam er? Bande und hey, die wollen ihn steinigen, die wollen ihn kaputt machen und was? Er will mit den Leuten noch reden. Die schreien, groß ist die Ahne der Epheser, 2 Stunden lang. Das sind Bekloppten.
Eigentlich da ist noch was unter. Ja, ach, no. Das schreien die Baroler ein Kaiser. Ja, na, 2 Stunden lang. Es gibt nur 90 Minuten. Und es geht nicht über eine Sache. Es gibt sehr viele Sachen drin. Ja? Aber es kommt drauf an, was ist denn das oder Roland Kaiser? Weißt du, was du magst? Fleisch. Fleisch. Weißt du die Sache, weißt du, Dortmund letztes Jahr und Bayern dieses Jahr? Weißt du, was am Ende des Tages ist? Huh? Thomas Müller hat seine Millionen und auch Piszek. Oder Reus. Der Pieser. Ja? Piszek ist ein Polak. Und wenn Lewandowski spielte bei Dortmund und nächstes Jahr bei Bayern, er hat seine... Bei Bayern hat er mehr Millionen. Ja? Ja? Also, ey, die haben so gesagt, aber diese Dämon besessen. Und Paulus will noch predigen. Was ist los mit dir, Paulus? Er war das Vorbild. Das ist was los mit ihm war. Nun, weißt du, das ist der Grund, warum er sich verteidigen musste. Menschen sind fleischlich. Weißt du, die mögen das nicht. Es ist immer Probleme mit Polizei haben, es ist immer dies und jenes. Ich habe einmal hier eine Frau gesagt, was ist los jetzt zur Zeit? So bekloppt. Wir waren wirklich in der Kreuzkirche. Und haben mal hier, wie heißt der Herr, der Göttler? Was haben wir hier? Der Messias. Und die Kinder, die Jungs waren da, haben nicht gehört. Und einer, der fängt an, die anzuschreien. Ich habe gesagt, hey, was ist los? Denn er hat mir was genannt, wo die Sonne nicht scheint. Hey, was ist los? Und die anderen Leute sagten, hey, wir sind in der Kirche, das sollst du nicht so reden. Was ist mal los? Ja, dann ziehe ich irgendwie bekloppte Leute zu zeigen. Bin ich ein Magnet für die? Ja? Muss das so sein? Muss es immer so sein? Weißt du, Menschen sind fleischlich. Wirklich. Ich war nicht gerade ganz geistig am Tag. Ich fragte ihn, ob wir draußen gehen wollten. Das wollte er auch nicht. Ja, wir haben uns so Hände schütteln. Ja. So ist es manchmal im Leben, oder? Ja, der wollte nicht. Ja, das war gut so. Ne? Die anderen Leute haben mich auch getroffen, das ist okay. Das ist nein. Ja? Das ist nicht so, ob die, wie heißen diese Dinge? Weißt du, so, ja, die Kinder haben das nicht in sein Ohr gemacht. Ja, das Rasselzeug oder hier. Weißt du, der hat noch nicht hier einen Popcorn oder Peanuts, was noch. Geht nur was! Und sich benommen wie eine Gemeinde. Ja? Nun, Paulus hat ein paar Fragen. Und das mögen Fleischliche nicht, weil, weißt du, was das Problem ist mit wirklich Leuten, die sind frustriert und haben Probleme? Die müssen denken. Ja? Und, weißt du, das muss Leute mit Problemen, die sollen denken. Wie können dann das doch gelöst werden?
Bin ich nicht ein Apostel? Ein Apostel ist ein Gesandter. Wer hat Paulus gesandt? Gehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers Nummer 2. Wir werden mal nächste Woche den Beruf anschauen, weil das nächste hier, wer zieht in den Krieg auf seine eigene Schuld? Oh ja, ich gehe mal hier gegen dieses Land kämpfen. Dann gibt es gar keinen Krieg. Das ist wie es sein, oder? Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist unter mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Nun, die Gemeinde hat gebetet und gefastet. Und diese nun, Vers 4, ausgesandt vom Heiligen Geist, kamen nach Seleucia, von da fuhren sie zu Schiff nach Zypern. Die Gemeinde betet, fastet, der Heilige Geist sagte mal, ich will Saulus und Barnabas. Und wer hat sie ausgesandt? Bin ich nicht ein Apostel? Wer hat ihn ausgesandt? Die Gemeinde, der Heilige Geist. Gehen wir in Kapitel 14, Vers 26. Von da fuhren sie zu Schiff nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie ausgerichtet hatten. Hey, die sollen in Kapitel 13, 2 bis 4 ein Werk tun. Und hier steht es in Kapitel 14, Vers 26, dass sie dieses Werk was? Ausgerichtet haben. Willst du mal wissen, was es ist? Lese mal 13 und 14. Wir haben nicht die Zeit heute Abend. Ja? Aber die Gemeinde, der Heilige Geist hat sie ausgesandt und er hat sogar das vollendet. Es ist nicht so zu sagen, okay, ja, ich bin ein Apostel und ich gehe mal raus. Wer hat dich gesandt? Ich. Gott. Gott hat mich gesandt. Von welcher Gemeinde? Gott hat mich gesandt. Ja, und was machst du denn? Gott hat mich gesandt. Ja? Können wir mal sehen, was für Werk du getan hast denn? Hast du es vollendet? Ja, habe ich vollendet. Okay, Gott, was war das? Gott hat mich gesandt. Nein, die haben das auch vollendet, haben das getan. Und dann sagt er, bin ich nicht frei? Das ist die nächste Frage. Na? Gehen wir in Galater Kapitel 5, Vers Nummer 1. So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wiederum unter das Joch der Knechtschaft bringen. Also Christus hat uns zur Freiheit berufen, ihm zu dienen, nicht das Fleisch oder sonst was. Und es ist wirklich merkwürdig. Leute, die Freiheit predigen, wollen anderen sagen, was sie tun sollen. Was sie tun lassen. Das ist ganz interessant. Aber er sagte, bin ich nicht frei. Er war wirklich in alle Fälle frei. Weil er ein römischer Staatsbürger war. Und er war nicht ein Knecht von sonst jemand, aber wir werden mal sehen in den nächsten Versen, was er mit seiner Freiheit getan hat. Wir haben schon in Kapitel 8 gesehen. Ich kann das Fleisch essen, aber ich tue das nicht, damit ich kein Anstoß bin. Das ist frei. Wahrhaftig frei. Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Hier wir in Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 5. Und als er auf dem Wege war und sich Damaskus näherte, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel.
Und fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Aber er sprach, Herr, wer bist du? Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Hat der Herr Jesus Christus was gesehen. Es ist eigentlich, wie sich bekehrte. Denn fragte, seid ihr nicht mein Werk in dem Herrn? Gehen wir in Kapitel 3, Vers Nummer 6 von 1. Korinther. Ich habe gepflanzt, Paulus hat begossen, aber Gott hat es Gedeihen gegeben. Wer hat die Gemeinde dort gegründet? Paulus. Ja? Das ist in Apostelgeschichte 18, Vers 8 bis 11. Wir wollten das nicht jetzt wegen der Zeit lesen. Weißt du, aber hey, hat die Gemeinde gegründet. Das ist, was ein Apostel macht. Was ist los, dass ich mich hier jetzt verteidigen muss? Stellt Fragen. Und dann Vers Nummer 2 in 1. Korinther Kapitel 9. Ihr seid mein Werk. Guck mal, bin ich für andere nicht ein Apostel, so bin ich es doch für euch. Denn der Sieger meines Apostelamts seid ihr in dem Herrn. Hey, vielleicht andere nicht, aber ich habe die Gemeinde bei euch gegründet. Andere können sagen, was sie wollen über mich, sagte Paulus. Aber hey, wer hat die Gemeinde dort gegründet? Ach, ich. Die Gemeinde in Korinth war was? Das Siegel seines Apostelamtes. Sagt, hey, das ist der Apostel. In Vers 3 bis 6 haben wir wirklich in seiner Verteidigung seine Antwort. Meine Antwort für die, welche mich beurteilen, ist diese. Also, das ist interessant. Menschen haben ihn beurteilt, so er beantwortet die. Er pocht nicht, sondern antwortet. Wie ist es, wenn jemand dich beurteilt? Wie ist es, wenn ein bisschen was zur Verantwortung gezogen wird? Was machst du denn? Kommt aus, wie redlich du bist, oder? Wie ehrlich du bist. Wir haben ihn beurteilt. Er sagt, hier ist meine Antwort. Ich gebe euch meine Antwort. Ich brauche nicht. Nun, haben wir nicht Macht zu essen und zu trinken? Das ist ganz interessant. Das ist in Lukas 10, Vers Nummer 7. In demselben Haus aber bleibet, essen und trinket, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Der Herr Jesus sendet ihr hinaus zu predigen. Was sollen sie essen? Hm? Ja. Wer soll es geben? Wer soll es dir geben? Ja, die Leute in dem Haus. Sollen die ihr Essen mitbringen? Ja? Essen, was da ist. Nicht im Haus zu Haus geben. Warum? Es steht schwarz auf weiß. Es ist nicht hier oben, es ist dort. Kannst die Frage ganz leicht beantworten. Es ist in dem Vers. Warum sollen die Leute was zu essen geben? Ja, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ja? So, gehen wir weiter dabei. Galater 6, Vers 6. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Du wirst unterrichtet im Wort,
Was ist denn jetzt deine Verantwortung? Hm? Ist es dasselbe? Du hast einen Handwerker bestellt, er kommt und macht irgendein Handwerk. Was musst du mal machen? Bezahlen. Ja? Es ist ziemlich leicht, was dort ist. Ja? Oh, müssen wir dich bezahlen? Wir gehen noch weiter. Wir gehen auch weiter. Paulus sagt, habe ich nicht Markt zu essen und zu trinken? Wir gehen weiter. 2. Thessaloniker 3, 8 und 9. Haben auch nicht umsonst Brot von jemandem gegessen, sondern mit Arbeit und Mühe haben wir Nacht und Tag gewirkt, um nicht jemandem unter euch beschwerlich zu sein. Nicht, dass wir dazu nicht die Macht hätten, sondern um uns selbst euch zum Vorbild zu geben, damit ihr uns nachfolgt. Paulus hat nicht bloß beim Unterrichten gearbeitet, sondern was? Die Hände benutzt und nicht zum Predigen. Es ist egal, ob es ein Hammer war, was zum Nähen war ein Zeltmacher von Beruf. Warum macht er das? Er hat Nacht und Tag gewirkt. An einem Tag hat er gearbeitet und nachts hat er gepredigt. Warum? Es steht dort. Guck mal da. Warum? Er wollte niemand was sein. Beschwerlich. Es steht nicht beschuldigt irgendwo. Es steht beschwerlich. Willst du Leute beschwerden? Willst du eine Bürde sein? Hey, was will man mit einer Bürde? Die Bürde was? Loswerden. Und wenn du eine Bürde bist, beschwerlich bist, er wollte niemand, nicht, dass er nicht Macht hätte, steht da, sondern er wollte ein Vorbild sein. Das ist, was er sein wollte. Er hat es eigentlich nicht getan. Es steht sogar, er hat andere Gemeinden beraubt. Er hat von denen Geld bekommen, damit er zu den Korinther predigen konnte. Ja? 1. Timotheus, Kapitel 5, 17 und 18. Die Ältesten, die wohl vorstehen, hatte man zweifache Erwerb, besonders die da arbeiten im Wort und in der Lehre. Denn es spricht die Schrift, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Haben wir nicht Macht zu essen und zu trinken? Ja? Es ist immer je nachdem. Ja? Wie man das macht. Aber was denkst du, kostet am meisten bei dem Essen? Was würde man am meisten kosten? Ja, die Arbeit, aber man hat die nicht bezahlt. So, ne? Ja. Das Fleisch. Wer brauchte das? Wer brauchte das? Weiß nicht, ob ihr das merkt oder nicht. Und ich sage nichts anderes. Es ist was, wie Paulus dann sagte, ich will mal kein Geld, kein Fett nehmen. Nehme ich nicht. Ja? Gibt der Junge, der Mann, der da war, dich auch hier, ist es egal, ob du, wie viel du bezahlt hast, musst du nachzahlen?
Okay, ja. Und dann der alte Mann nicht, ne? Ja. Aber das ist ein Sohn. Ja. Und bei ihm musste ich nie rüber zahlen. Die anderen mussten ne? Und ja, haben 2 Euro für Singen bekommen. Ja. Und es Michi gegeben für seinen Parkour. Ja. Weißt du, wenn ich das behalten hätte, muss mir anhalten. Und bestimmt haben die 2 Euro gegeben, damit ich nicht mehr singe. Ja. Ich sag mal, hey, das ist was ich sage, haben wir nicht Markt zu essen und so zu trinken. Ja. Weil Greg Eastep, ja, hat immer gesagt, der Pastor laut 1. Timotheus soll mal das Zweifache gehalten haben. Ja? Und das ist nicht, was er sagt. No, so ungefähr sagt es das. Aber hier ist das Wenigste. Hey! Wenn es Ehre ist in Ehren, wie bist du dabei? Und wenigstens antworte eine Frage und sag, ist das Ehre? Was ist das? Das ist Asi Schwein. Halleluja, Amen, stimmt das? Ja? Da gibt es nur, das Wort wird gleich ausgesprochen fast. Nur wegen meiner R. Und wird anders buchstabiert. Das heißt Respekt. Meine Mutter hat was gepostet und die verschiedenen Sachen über Respekt. Ich bin froh, dass ihre Mutter sie das beigebracht hat, mir auch. Das ist, was man bringt, und egal wie man sich fühlt. Egal. Die nächste in seiner, haben wir nicht Macht, eine Schwester als Frau mitzuführen, wie die anderen Apostel. Gehen wir in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers Nummer 2. Es soll nun ein Bischof untadelig sein, Mann einer einzigen Frau. Nüchtern, besonnen, ehrbar, gastreich, geschickt zu lernen. Ich kenne einen Mann, der ist im Himmel und er wollte Pastor sein, hat keine Frau, so er hat eine Frau gefragt, hey, ich soll mal Pastor sein in der Gemeinde, ich habe keine Frau, willst du mich heiraten? Sie war dumm genug, das zu tun. Ja, wirklich, sie hat ihn geheiratet. Ja, ich auch. Ich dachte, Moment, stimmt. Ja? Und, ja. Er war ein ganz kluger Mann. Im Knast hat er ein Wörterbuch gelesen. Er konnte alle Worte in dem Wörterbuch. War ganz gebildet. Ja? Knast. Aber er ist nicht gerade um gute Sachen ins Knast gekommen. Ja? Sie haben geheiratet. Naja. Aber man soll mal eine Frau haben. Komm mal, Kapitel 4, Vers Nummer, ich habe einen falschen 3. Die gebieten nicht so hart an den Speisen zu meinen, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Die sagen, hey, du darfst gar nicht heiraten. Das ist ein verführerischer Geist und ein lehrender Teufel. Es ist egal, ob es Zölibat. Ja? Hey, hier ist das Herrlichste. Ne? Die Leute sind so bescheuert mit ihren Lügenpresse. Luther hat Europa zerspalten. Oh. Hey, Wladimir sagte, Wischardt, du hast es gut. Du hast kein Priestereid auf dich. Das Zölibat ist ein Eid, das sich auf mich genommen hat, das ein Flug ist. Und die meisten Priester haben eine Familie neben sich. Ja, die haben Frauen und Kinder. Und die haben Zölibat.
Das ist ein guter Glaube, oder? Die wir alle eins sein sollen. Hm? Und du darfst gar nicht was dagegen sagen. Das ist eigentlich ein verführerischer Lehre der Teufel. Und dann die Leute sagen, hey, du kannst mal rumhuren oder, ja, da gibt es freie Ehren jetzt und wilde Ehren. Und es ist alle vom Teufel. Alle. Ja? Das steht man. Die sagen, du sollst nicht heiraten. Die sagen, Paulus sagt, du darfst keine Frau haben. Hebräer Kapitel 13, Vers Nummer 4. Der soll in Ehren gehalten werden bei allen. Und das wird unbefleckt. Die Hure aber, die Ehebrecher wird Gott richten. Das tut er. Aber der soll in was Ehre gehalten. Es ist was Ehrbares. Was Herrliches. Er konnte auch. Dann gehen wir wieder zurück in unseren Text. In 1. Korinther Kapitel 9. Oder habe allein ich und Barnabas keine Macht, nicht zu arbeiten. Ja, nun, die Apostel. Und es war so. Und Bruder Siegfried Koch, der sagte mir, hey du wirst mal Neid unter Leute sehen und die Leute, wie die wahrhaftig sind, verteile mal Hilfsgüter. Care-Paketen nach dem Zweiten Weltkrieg verteilt. Weil die Freikirchen haben sie bekommen, die Kirche auch. Die DDR konnte sie bekommen, aber haben die abgelehnt. Aber die Kirche hat das. Und die Care-Paketen war von einer Familie zu dem anderen. Du hast keine Ahnung, was dort drin ist. Und so, du bekommst ein Paket, gibt es zu jemand anderes, wer weiß, was drin ist. Und die nächste hat viele Sachen und bessere Sachen. Das sind deine Freunde. Er hat gesagt, es war furchtbar. Es war in Apostelgeschichte 6 genauso. Ja? Und die Apostel haben gesagt, hey, diese ganze Gequatsche können wir nicht. Wir brauchen Leute voll des Heiligen Geistes, die sich zu diesem Dienst ergeben. Bitte wähle die Leute aus. Wir geben uns zum Beten und Dienst des Wortes. So eigentlich, Petrus und die haben in dem Sinne was nicht getan. Die waren nicht draußen auf einer Arbeitsstelle wie Paulus oft. Nun, Petrus hat einen guten Beruf, oder? Egal wo er war, er konnte machen. Ja, er wusste, Menschenskinder, guck mal dort drüben, ich weiß, dort sitzen die. Ja? Ich habe mehrmals auf Stellen geguckt, ich sage mal, ich kann mir fast vorstellen, was dort lauert. Ja? Ich bin auch angegangen. Ich habe mal immer den Ruhm, ich habe nie im Leben einen Angelschein gehabt. Ja, genau, das war nicht immer das Richtige. Ja, aber bis du ein besonderes Alter war in Amerika, brauchtest du keine. Und in New Jersey, Salzwasser brauchtest du nicht. Ja, ja, das brauchtest du nicht. Ich weiß nicht in anderen Bundesstaaten, wie das jetzt ist, aber da. Und so. Haben wir keine Macht, nicht zu arbeiten? Gehen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 36. Irgendwie der falschen Vers. 35. Ich habe euch in allen gezeigt, dass man so arbeiten, sich des Schwachen annehmen müssen und gedenken an das Wort des Herrn Jesus, wie er gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das gilt eigentlich allen, oder? Bist du seliger, wenn du nimmst oder wenn du gibst? Wir haben mal Spaß mit Anna auf Arbeit gemacht, ne?
Sag mal, guck mal, Anna sagt mal, mir geht's nicht so gut. Sag mal, du, Anna, ich wollte mal dir helfen. Sag mal, wie? Sag mal, hast du mal Kaugummi, oder? Und sie sagt nur, ja. Ich und Natalie, kannst du uns bitte ein Kaugummi geben? Weil geben ist seliger als nehmen. Du wirst mal dich richtig wohlfühlen, wenn du uns ein Kaugummi gibst. Das wäre eine richtig schöne Sache. So, sie hat uns dann beide ein Kaugummi gegeben. Ich fragte sie, und jetzt? Ich fühle mich eigentlich besser. Na, hat sie gesagt, oder? Natalie? Lüge ich, oder? Ja, no. Okay, das stimmt, oder? Weil geben ist seliger denn nehmen. Was ist selig? Hey, das kann man arbeiten geben. Oder helfen. Und geben. Was hilft? Schimpfen? Was hilft schimpfen? Ehrlich gesagt, man schimpft über das Wetter. Ändert das was? Hilft es dir? Ja? Dein Gesichtsausdruck? Ja? Was ist das denn für ein Wetter? Hey! Menschenskinder! Wenn es regnet? Ja? Braucht die Blumen? Was saufen? Ja? No? Ey! Wenn es schönes Wetter ist im November? Ja, du musst nicht von der Brücke springen. Ja, die Leute, wer muss mal Selbstmord begehen? Ja, das wolltest du schon. Ja. Es hat kaum geregnet, was soll ich? Ich fuhr jeden Tag Fahrrad. Musste mal kein Benzin ausgeben. Herrlich, wunderbar. Das macht froh sein. Sag mal, für die Gäste so, ja, jetzt ist November da. Und heute noch schlimmer. Ja, es ist November. Aber ich guckte aus dem Fenster, das sah dann nicht mehr nach November aus heute Nachmittag. Es sah schön aus, aber heute war es November. Heute Nachmittag war es Himmel. Was, ne, weißt du? Altweibersommer. Die alte Weiber brauchen auch Indian Summer. Yeah, what they say, old women summer. Indian Summer. Ja, Menschenskinder, sei froh. Sei froh in dem Herrn alle Zeit, aber mal sage ich, sei froh. Ja, Mensch. 1. Thessaloniker 2,9. Gib's, schau mal. Wie es dir gut gehen wird. Schimpfen, dann schau mal, jammer mal. Schau mal, was du mit deiner Umwelt machst. Ihr erinnert euch doch, Brüder, an unsere Arbeit, unsere Mühe, denn Nacht und Tag arbeiten wir, um niemand unter euch beschwerlich zu sein und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Hey, die haben das nicht getan. Aber ehrlich gesagt, wenn es mit dem einen recht ist, ist das nicht mit dem anderen billig. What's good for the goose is good for the gander. Was einem recht ist, ist der anderen billig. Nicht nur bloß für deine Lieblingsleute. Die Sachen, die wunderbar du bist. Du musst mal wirklich dann wissen, wie es wirklich ist. Sagt ihr, der Herr Jesus ist wunderbar. Nun, Paulus hat die Korinther ganz schön zurechtgewiesen. Das hat man nicht gerne, wenn man fleischlich ist. Geistlichen Wissen und Wohlen, dass sie zurechtgewiesen wird. Zurechtgewiesen. Ja? Ich weiß, Michi sagte mir, ja, du fährst mal dort zu schnell macht den Dinger kaputt hinten. Und das will ich auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, was wird mal geschehen, wenn ich so in der Stauffenberg 20 oder 15 war. Hä?
Ja, das ist das Problem. Der Stauffenberger ist nicht gerade gesund. Ich soll mal den Staat verklagen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß es. Ne? Ganz genau, das würde ich. Das ist nur so. Ja, weil es ist furchtbar. Du kannst mal 30 fahren, die blitzen ab. Leute, manchmal, die sind richtig bekloppt, die fahren so 60, 70 ab. Ja? Und es ist ein Schlagloch nach der anderen. Furchtbar. Ja, ich will nicht, dass alles kaputt geht. Ja, ich denke, ich muss mal 10 dort fahren. Smart, ja. No, ja. In den Smart, ja, weil es ist. Ja, die kleine Smart, da war noch was und diese kleine Reifen. Ja. Menschenskinder. Hey. Herrlich. Was? Vorrat. Es regnet nicht. Es ist nicht kalt. Ja. Ne? 2 Grad ist nicht kalt. Ne? Nein. Aber wenn du zurecht gewesen hey, dann was? Geht das nicht kaputt? Ja? So, aber die haben ihm in Frage gestellt. Weißt du, was ganz interessant ist? Ich habe nur eine ganz kleine Frage. Du musst alle hinterfragen. Okay. Wer hat es angefangen? Alles zu hinterfragen. Hm? Nee. Der Vater der Fleischlichen. Der Teufel. Und zu wem? Und wenn die Frauen alles hinterfragen? Wer war betrogen? Adam oder Eva? Adam wusste ganz genau, was er machte und hat es gemacht. Eva war betrogen. Und heutzutage? Ich muss mal führen. Bis man zurechtgewiesen wird. Dann wird man nicht begeistert. Aber der bestätigte Apostel des Herrn Jesus Christus ist in Frage gestellt. Aber wirklich was ist. Unglaublich aber wahr. Pass mal auf, wenn du sowas beginnst. Wer ist das, der sich so erlaubt, was zu sagen, egal was? Man ist auch mit Mose umgegangen, wie mit Paulus. Man tut es noch heute. Die Wahrheit macht frei. In Kapitel 7 und Kapitel 8. Und was wir dann noch sehen werden in Kapitel 9. Macht frei. Und er war immer noch frei. Und Paulus gab es denen. Wir haben das schwarz auf weiß. Und wie reagieren wir auf die Wahrheit? Was machen wir? Und wir werden dort was Rechenschaft ablegen müssen. Ehrlich gesagt, wer möchte gebunden sein, wenn man frei sein will? Und die Wahrheit macht immer frei. Alles andere, Lüge, das bindet. Und Lügen haben kurze Beine. Also es wird ganz schön eingeholt. Und das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Ich soll mal richtig auf die Wahrheit reagieren. Und einfach Gott gehorchen und tun, was er sagt. 154. 154 sind.